Wenn ihr auf Yucatan seid, solltet ihr Holbox auf keinen Fall verpassen. Von Cancun Centro gelangt ihr sehr einfach mit dem ADO-Bus bis nach Chiquilá und nehmt dann von dort aus die Fähre. Der Bus kostet knapp 17 Euro für die zweistündige Fahrt und die Highspeed-Fähre 300 Pesos, also in etwa 13,50 Euro, welche nur in bar bezahlt werden können. Es gibt zwei Anbieter, Nueve Hermanos und Holbox Express. Beide fahren abwechselnd alle halbe Stunde von Chiquilá nach Holbox. Auf der Insel sollte man auf jeden Fall Bargeld dabei haben. Nicht überall ist Kartenzahlung möglich und wenn es möglich ist, kostet es meistens eine Transaktionsgebühr zwischen 3 und 8%. Ich habe 3 Geldautomaten auf der Insel entdeckt, aber öfter gehört und gelesen, dass es manchmal dort kein Geld gibt. Daher würde ich auf jeden Fall auf dem Festland Bargeld abheben. Ich musste bei meiner Anreise nach Holbox und in Chiquilá feststellen, dass ich kein Netz mehr habe. Ich habe herausgefunden, dass nur Telcel auf Holbox funktioniert und musste mir dann nochmal eine neue eSIM nachbestellen, da ich vorher eine hatte, die nur AT&T und Movistar abgedeckt hat. Das funktionierte in Cancun und meinen weiteren Ausflugszielen super, aber in Chiquilá war dann leider Schluss damit. Achtet also darauf, dass eure eSIM auch Telcel abdeckt, wenn es euch wichtig ist, verbunden zu bleiben. Wie lange soll ich auf Holbox bleiben und wann ist die beste Zeit, nach Holbox zu gehen? Es kommt drauf an. Ich war im März da und das Wetter war perfekt. Jeden Tag 25 Grad oder auch ab und zu mal 30 und kaum Seegras. Allerdings hat man zwischen Mai und September bessere Chancen, Walhaie und Flamingos auf der Insel zu sehen. Viele empfehlen 3 Übernachtungen auf Holbox. Das reicht sicherlich, um die Insel zu sehen, aber wenn man sich wirklich erholen möchte, ist eine Woche perfekt. No fue fácil caminar en la tormenta, con el viento en contra y el miedo en la puerta. Ein sehr beliebter Ausflug auf Holbox ist der zur Biolumineszenz. Das ist Plankton, der nachts in Bewegung anfängt zu leuchten. Dies ließ sich leider mit der Kamera nicht besonders gut festhalten, aber dafür etwas vom Sternenhimmel. Unser Guide hat uns die Sternbilder und andere Planeten gezeigt und erklärt. Der Ausflug mit Abholung von der Unterkunft hat mich etwa 20 Euro gekostet. Man kann aber auch selbst dorthin laufen, Radfahren oder ein Taxi nehmen. Ein weiterer Ausflug wird als Three Island Tour ab Holbox angeboten. Das ist ein Bootsausflug zur Cenote Yanahao, zum Naturschutzgebiet Isla de la Pasión und zum Punta Mosquito auf Holbox, einer riesigen Sandbank. Diesen Ausflug kann ich vollstens empfehlen. Er hat knapp 30 Euro gekostet und hat einen halben Tag lang gedauert. Porque aprendí a volar con las altas, a encontrar la luz en medio de las ondas. Aunque caí, me levanté más fuerte, porque el dolor me hizo diferente. No fue fácil, pero lo logré. Cada lágrima me hizo renacer. No fue fácil, pero aquí estoy, más fuerte que nunca, enfrentando el sol. Me perdí en el camino, en un mar de dudas, pero encontré mi rumbo entre las olas duras. Ahora sé que cada cicatriz es una historia y cada derrota una victoria. Porque aprendí, lo logré. Cada lágrima me hizo renacer. No fue fácil, pero aquí estoy, más fuerte que nunca, enfrentando el sol. No fue fácil, pero lo logré. Cada lágrima me hizo renacer. No fue fácil, pero aquí estoy, más fuerte que nunca, enfrentando el sol. No fue fácil, pero al final encontré la fuerza en mi propio andar. No fue fácil, pero aprendí que la lucha es donde encontré que soy en mí.
An einem weiteren Morgen bin ich zu Fuß zum Playa Punta Cocos gelaufen. Etwa eine halbe Stunde hin und etwas länger wieder zurück, weil ich einen längeren Weg gewählt habe. Ich war ganz allein dort am Strand und habe dort Frühstück gegessen. Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Wenn ihr wissen wollt, was ich in einem Kochkurs auf Heubusch gelernt habe und welche Katzen ich gestreichelt habe, dann bleibt dran. Ich verlinke euch die Videos bald dazu an dieser Stelle. Hat dir das Video gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.